Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. In dem heutigen Video zeige ich euch 10 unnütze Dinge, die ihr in Shakes and Fidget bestimmt noch nicht gesehen habt. Und wir fangen an direkt mit der Stadtwache. Wir müssen uns beeilen, denn die läuft nur noch 30 Sekunden. Und zwar, wenn ihr hier mehrmals drauf drückt, ja, erhöhen sich quasi die Luftblasen im Stadtwachen-Timer, sodass man das quasi nachher gar nicht mehr sehen kann. Und die Flammen werden mehr, weil ja der Drache auf den Balken schießt. Die werden immer und immer und immer mehr und das stackt sich quasi ins Unendliche. Das Ganze wird irgendwann dadurch beendet, wenn die Stadtwache entweder abgelaufen ist oder ihr das Spiel so weit geführt habt, dass ihr quasi fast euren kompletten Browser zum Absturz bringt. Ja, oder halt eben das Fenster verlasst. Und wie das Ganze aussieht, wenn man da mal mehrere tausende Male drauf gedrückt hat, zeige ich euch jetzt. 43 Minuten noch. Überlegt doch mal, wir sind schon über... Oh! An error. Running Unity content on this page. See your browser JavaScript console. This error was abort at error. Den nächsten unnützen Punkt findet ihr beim Würfelspieler. Und zwar hier quasi selbes Prinzip. Ihr wollt einen Fünferpasch haben und habt nie das Glück, einen zu bekommen. Kein Problem. Ihr könnt mehrmals auf den Hütchenspieler draufklicken und so werden die Würfel immer wieder neu angeordnet, ja, bis ihr irgendwann einen Fünferpasch da liegen habt. Das Ganze ist ohne Sinn, denn im Prinzip bringt es euch nichts, wie diese Würfel hier liegen, weil das quasi nur ein Vorschaufenster ist. Aber die Möglichkeit besteht, hier irgendwann mal einen Fünferpasch liegen zu haben, ohne dass ihr einen Fünferpasch überhaupt mal gewürfelt habt. Den nächsten Punkt, den werden bestimmt einige von euch schon wissen, aber ich kann mir vorstellen, dass manche neue Spieler den noch nicht wussten, und zwar die Flimmerkiste. Wenn ihr hier drauf einen Rechtsklick macht, dann bekommt ihr den Arsch mit Ohren. Ja, auch ein Emote bei uns im Chat. Ja, und das ist so ein kleines Easter Egg, was es hier in Shakes and Fidget gibt. Und das wollte ich euch auch nur mal kurz hier in diesem Video aufzeigen. Der nächste Punkt auf der Liste ist die Festung. Und das Ganze funktioniert tatsächlich nur, wenn ihr auch Festungsevent habt, denn dort entfacht sich quasi ein Feuerwerk über die Festung. Und das Ganze kann man auch spammen. Wenn die Festung ohne Event ist, kann man das Ganze leider nicht tun. Und das zeige ich euch auch mal, wie das Ganze aussehen kann. Passiert das immer? Digga, das habe ich schon wieder nicht gewusst, ne? Habt ihr euch schon mal in der Taverne eigentlich umgesehen und auf die Details geachtet, was passiert, wenn ihr Alu gespielt habt? Wenn ihr zum Beispiel hier oben rechts diese Lampe seht, ja, und ihr noch Abenteuerlust über habt, dann spricht das quasi dafür, dass hier noch Bier vorrätig ist. Ja, sobald ihr kein Bier mehr am Tag zum Trinken habt, erlischt auch diese Lampe. Und vielleicht ist euch schon mal diese Kerze hier aufgefallen. Diese ist aus, wenn man keine Abenteuerlust mehr im Balken hat. Wir trinken mal das letzte Bier und zack, habt ihr gesehen, die Lampe ist ausgegangen und die Kerze ist an, weil sich jetzt hier wieder Abenteuerlust drin befindet. Das ist auch tatsächlich vielleicht sogar ein nützlicher Hinweis, denn falls ihr mal vergessen haben solltet, Abenteuerlust zu spielen und ihr seht, oh, die Lampe leuchtet noch, dann wisst ihr, habt ihr noch Bier übrig. Es gibt diverse Codes, die tatsächlich noch aktiv sind in Shakes and Fidget. Es wird ja immer gefragt, ob es irgendwelche aktiven Codes gerade im Umlauf gibt. Und ja, die gibt es. Allerdings gibt es da ein paar kleine Easter Egg Codes, sag ich mal. Und den einen oder anderen haben wir auch schon mal hier auf YouTube gezeigt. Zum Beispiel gibt es den Code XMES. Ja, wenn man den eingibt, dann kommt hier als Coupon Last Christmas I gave you my heart. Ja, ziemlich witzig. Es gibt aber auch noch mehrere, und zwar zum Beispiel Mushrooms, ja, Mushrooms, also Official Currency. Das wird dir dann gleich als kleiner Tipp angegeben. Dann zum Beispiel gibt es noch Cheat, ja, falls ihr mal ein paar Pilze cheaten wollt.
sagt er, sorry, there is no cheat. Ja. Ansonsten gibt es noch den Code Playa. Und natürlich Playa Games created this game. Und dann gibt es noch einmal Shakes. Ja, und bei Shakes steht hier, Shakes is a large guy. Also wisst ihr auch Bescheid, wer Shakes ist und wer natürlich auch Fidget ist. Und wenn wir jetzt schon gleich beim Pilzdealer sind, können wir uns hier auch gleich weiterhin aufhalten. Denn dieser, ja, den kann man auch ein bisschen, ja, sag ich mal, zur Weißglut bringen, indem man auch wieder eine gewisse Taste spammt. Und zwar das Plus hier oben links. Ja, das Ganze funktioniert tatsächlich aber nur, wenn ihr kein Pilz-Event habt, und mit Pilz-Event ist das Ganze leider nicht möglich. Aber wenn ihr diesen jetzt auch hier mal ein bisschen schneller klicken solltet, dann seht ihr auch, wie der Pilzdealer hier abgeht. Vor allen Dingen, wenn man dann auch mal aufhört zu klicken, dann machen die Augen auch einfach weiter. Ähnlich wie bei der Stadtwache und bei der Festung. Ziemlich cooles kleines Gimmick, aber natürlich ohne großartigen Nutzen. So, der nächste Punkt ist tatsächlich in den Dungeons versteckt. Und seitdem die Dungeon-Karte auf die Mobile-Ansicht, sag ich mal, geändert worden ist, dass man hier quasi das hier so hoch und runter ziehen kann, gibt es hier auch einen kleinen, aber feinen Hinweis, wo man hier quasi anfängt, ja, und seine Reise startet durch die ganzen Dungeons. Hier sieht man schon zum Beispiel, wie die Hand rausragt. Vielleicht ist das ja euch auch schon mal aufgefallen. Aber wenn ihr ganz am Start seid, dann seht ihr hier, fängt es an mit die entweihten Katakomben, Minen von Gloria. Aber wir vergessen ja dabei, dass wir als Abenteurer ja diese Dungeons bestreiten und auch bewerkstelligen müssen. Aber wir selbst sehen uns gar nicht auf der Dungeon-Karte. Da liegt ihr falsch, denn wenn man die Dungeon-Karte einmal noch weiter runter scrollt, ja, einfach hier so festzieht, dann sehen wir, oh, aha, wen haben wir denn da? Da unten ist ja, links unten sind wir quasi so ein bisschen abgebildet und beginnen unser Abenteuer in die Dungeons, durch die Dungeons, um diese zu bewerkstelligen. Ja, das Ganze geht tatsächlich auch mit der Karte nach oben heraus, aber hier ist tatsächlich nichts weiter zu sehen, außer der Abgrund. Ja, der Abgrund im Himmel. Der nächste Punkt auf der Liste befindet sich hier im Stall. Ja, auch wieder ein unnützes Gimmick, was niemand braucht, und ähnlich auch zu anderen, ja, kleinen unnützen Dingen, die wir jetzt hier schon im Video besprochen haben. Und zwar sehen wir hier ja Stan. Ja, der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus anderen Games, wie zum Beispiel Monkey Island. Und dass das Ganze hier ja eine Anspielung an Monkey Island ist, den Verkäufer dort, das denke ich mal, wussten wahrscheinlich schon die meisten. Falls nicht, wisst ihr es jetzt. Und wenn man hier auch den Stall wieder mal spammt, dann sieht man, dass Stan auch komplett ausrastet und ja, sich vorher schon hier die Arme wund gewedelt hat, aber das Ganze jetzt hier auch nochmal wirklich in doppelter Geschwindigkeit raushaut. Aber anders als bei dem Pilzdealer macht der nicht weiter, sondern hört instant auf, wenn man auch aufhört zu spammen. Ja, beziehungsweise eignet sich dann wieder seinem normalen Tempo an. Und das letzte kleine Gimmick, was ja auch unnütz ist, aber ziemlich cool zu wissen, wenn man es einmal weiß, befindet sich hier auf der Stadtansicht. Ja, hier haben wir nämlich auch die Pets, und tatsächlich sehen wir hier auch die Pets im Stall aufgelistet. Wenn wir jetzt aber mal zum Beispiel die Server switchen sollten, zum Beispiel gehen wir jetzt mal von meinem Main auf EU29, was fällt euch hier auf? Die Pets haben, egal auf welchen Server man ist, jeweils eine andere Anreihung. Ja? Und das hängt tatsächlich damit zusammen, dass ihr hier die Pets auf der Stadtansicht so seht, wie ihr sie quasi freigeschalten habt. Das heißt, je nachdem, auf welchen Server ihr seid, seht ihr immer, welche Pets ihr zuletzt freigeschalten habt, und so erscheinen diese Pets auch hier in der Stadtansicht. Und das ist auch ein Hinweis bzw. ein kleines Gimmick. Das bringt euch zwar nicht viel, ist aber auf jeden Fall nice to know, und ich denke mal, dass die meisten von euch das eventuell auch gar nicht auf dem Schirm gehabt haben. Ja, das waren 10 Dinge gewesen in Shakes and Fidget, die unnütz sind, aber
Ich denke mal, die meisten von euch werden gar nicht gewusst haben, dass es solche Dinge überhaupt in diesem Spiel gibt. Einige haben wir jetzt erst vor kurzem rausgefunden gehabt, andere wusste ich auch schon ein bisschen länger, aber das waren so viele Dinge, dass ich die einfach mal zu einem Video zusammenfassen wollte, um halt euch mal zu zeigen, ey, was wusstet ihr schon, was nicht? Schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare, falls ihr schon Dinge gewusst habt oder manche Dinge eventuell auch für euch neu gewesen sind. Das würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten, falls euch das Video gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.